Mahlzeit, herzlich willkommen beim Redview Video Magazin und einem neuen Video meinerseits und einem neuen Sag mal an. Und das ist ein uraltes Format, was wir schon ewig nicht mehr gemacht haben. Aber es sind sehr viele Leute von euch inzwischen neu dazugekommen. Und da habe ich gedacht, gehen wir das mal so ein bisschen nochmal durch und beantworten ein paar Fragen von euch. Solltet ihr weitere Fragen haben, die Kommentarsektion gehört euch. Da könnt ihr dann euch entledigen eurer Fragen. Und dann machen wir vielleicht nochmal einen weiteren Teil in naher Zukunft und beantworten diese, wenn da ein bisschen was bei zusammenkommt. Und wenn ihr euch fragt, ob ihr den Kanal abonnieren sollt, ja, weil euch kostet das nichts außer einen kleinen Klick und uns hilft das ungemein weiter und Interaktion ist auch immer mega. Und ich habe mir gedacht, okay, bevor wir jetzt irgendwie nochmal so einen Fragensticker machen, irgendwie einen Aufruf machen oder, gucken wir doch einfach mal, was denn das Internet so sagt. Und ich habe mal die KI gefragt, was denn so die meistgestellten Fragen sind, die Google gefragt wird über uns, und dann beantworten wir das doch einfach mal in einem Video. Das macht das Ganze doch viel einfacher. Ich habe noch keine Ahnung, was hier steht und werde jetzt überrascht, so wie ihr hoffentlich. Seit wann gibt es Ride Review? Okay, witzig ist, dass Gemini direkt die Antwort mit dazu schreibt. Seit wann gibt es Ride Review? Der Kanal startete etwa 2012 oder 2013 mit ersten Videos, wobei das Konzept der Ride Reviews erst später konkretisiert wurde. Das ist ziemlich gut. Also, meinen allerersten YouTube-Kanal hatte ich schon bereits 2007. YouTube gibt es seit 2006. Den Kanal, auf dem wir uns jetzt befinden, habe ich dann 2012 gegründet und war so ein Mix aus allem möglichen Kram. Konzertvideos, irgendwelche Partyvideos, so Quatschsachen, die man gemacht hat, irgendwelche Produktvideos, weil das irgendwie damals so ein bisschen der Zeitgeist noch war. Und halt auch unsere Besuche in Freizeitparks irgendwie als Videos. Und das wurde halt gefühlt mehr geguckt als das andere Zeug. Was bedeutet, es gab nicht nur 50 Views auf dem Video, sondern 80. Und dann hat man das irgendwie nochmal so ein bisschen mehr in die Richtung gemacht. Und das wurde dann 85 Mal geklickt. Dann hat man das nochmal mehr gemacht. Und dann haben das 90 Leute sich angeguckt. Und so ist das Ganze entstanden. Und am 23. März 2013 müsste das gewesen sein, habe ich in einem News-Video das Label Ride Review herbeigeschworen. Da habe ich also schon diese Videos, die Reviews, News und sowas gemacht, habe dann da aber gesagt, das Ganze braucht irgendwie einen Namen und habe im Video gesagt, jo, das heißt jetzt Ride Review, und dann war das einfach so. Und das habe ich sogar da drin gelassen. Das Video findet ihr auch noch hier auf dem Kanal. Also ja, seit dann gibt es das Ganze. Wann erscheinen neue Videos? In der Regel täglich um 18 Uhr, wobei es Phasen mit bis zu 2 Uploads pro Tag geben kann. Auch das ist komplett richtig. Jeden Tag um 18 Uhr, seit zig Jahren ununterbrochen, kommt jeden Tag um 18 Uhr ein neues Video. Ich habe so viele Ideen, ich habe so viel Footage, ich weiß nicht, wie viele Lockdowns auf jeden Fall noch überbrücken mit Content, den ich habe. Und ab und zu gibt es auch wirklich 2 Videos am Tag, denn wenn es in Anführungsstrichen nur ein On-Ride-Video gab, das in der Regel am Mittwoch und am Samstag auf dem Kanal stattfindet, habe ich potenziell für mich nicht so gut performen erwartende On-Ride-Videos am Folgetag morgens um 7 meistens auch veröffentliche, weil es halt auch so viele gibt. Die On-Ride-Videos sind super wichtig für den Kanal, weil viele von euch uns irgendwie spiegeln, ey, ich schaffe es gar nicht, das alles zu gucken, was ihr produziert und raushaut. Und damit hast du halt so einen Tag Puffer, wo du entweder das skippst und dir das nicht anguckst oder halt nach 3 Minuten fertig bist. Und trotzdem bleibt da dieser Zyklus drin. Und es gibt viele Leute, die gucken lieber On-Rides und wollen mich gar nicht den ganzen Tag labern hören, wie in diesem Video, wo es nichts Tolles zu sehen gibt. Ihr könnt das Video klein machen und lasst den Ton einfach laufen. Oder dabei Solitär oder Pinball 3D auf dem Computer spielen. Und das ist dann auch nochmal so ein Ding, dass Leute da auch Bock drauf haben. Und das macht irgendwie so ein bisschen die Mischung aus. Und dann habe ich mir für mich gedacht, so, okay, dann können wir in Anführungsstrichen schwächere On-Rides dann auch zusätzlich noch dazu on top raushauen. Was ist eure Lieblingsachterbahn, euer Lieblingspark? Dies ist eine der Standardfragen in fast jedem Q&A-Format. Ja, und das ist auch die Standardantwort.
gibt es nicht. Es gibt so viele, so tolle Attraktionen und Parks, dass ich mich da nicht wirklich festlegen kann. Was für mich aber ziemlich geil ist, aber andererseits auch ja, doch, wir sind schon sehr oft gefahren. Aber was nicht so oft vorkommt, dass man es fahren kann, ist zum Beispiel Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure in Universal Orlando Resort in Islands of Adventure. Das ist wirklich eine Achterbahn, die mich komplett abholt. Von der Gestaltung, vom Storytelling, von der Fahrt selbst, von den Innovationen da drin. Und auch die IP ist einfach der absolute Knaller. Also das geht achterbahntechnisch schon in die Richtung, das könnte so die beste Bahn sein. Und bei Freizeitparks bin ich spannenderweise echt schon fast beim Phantasialand, weil da einfach die Immersion so krass ist und das alles so close ist und ja, der Nachteil des sich nicht erweitern können einfach ein Vorteil ist. Und die Sachen, die dort geschaffen werden, sind so innovativ, schön, grandios, dass das halt so wirklich da ganz, ganz weit oben mit kratzt. Wobei es andererseits unglaublich schade ist, dass alte Attraktionen, die werden nicht gepflegt, bis man denkt, okay, wir ersetzen das jetzt, weil wir keinen Platz haben, durch was Neues, sondern es vergammelt einfach und fällt auseinander. Und wenn dann nichts mehr geht, ersetzen wir es. Das ist so ein bisschen der Eindruck, der dann trotzdem manchmal rüberkommt, wenn in der Geisterrikscha dann irgendwie sich keine Figur mehr bewegt, Gondeln bei einem Omnimover irgendwann fehlen und so. Das ist halt dann schade. Deswegen gibt es auch einfach per se nicht den besten Park, weil da sind so viele Faktoren, die zusammenspielen, die es gar nicht ermöglichen, dass einer der Beste ist. Außer vielleicht der Europapark. Könnt ihr von YouTube, dem Kanal, leben? Eine häufige Frage zur Professionalisierung und den Einnahmen hinter den Freizeitparkreisen. Jein. Also Ride Review ist der Vollzeitjob von mir und Uschi. Der YouTube-Kanal selbst ist natürlich ein großer Teil, eine Säule des Ganzen, dass wir beide davon leben können. Aber auch nur eine Säule und es steht nichts auf einer Säule. Wir machen also viele andere Sachen, Auftragsvideos für Hersteller und Parks zum Beispiel, die ihr dann woanders sehen könnt, aber da steht gar nicht Ride Review drauf. Es gibt Auftragssachen, die wir drehen, die dann hier laufen. Das ist dann auch gekennzeichnet. Dann haben wir unseren eigenen Merchandise, ridereview-shop.de. Gerne einkaufen. Das ist natürlich auch eine Einnahmequelle. Die ist jetzt nicht gigantisch groß, aber es ist halt auch ein kleiner Teil. Dann gibt es verschiedene Sponsoring-Geschichten, zum Beispiel groß Aufwind Rides immer dabei gewesen. SBF Visa zusammen mit CW Attractions auch groß mit dabei. Kleinere Sachen, zum Beispiel mit Hüttinger Animatronics oder auch Fairground Online war mal mit dabei und weiß ich nicht was für Sachen auch. Dann so eine Geschichten. Holy Product Placement, auch eine Geschichte. Ganz viele, ganz kleine Sachen. Und wir betreuen verschiedenste Social Media Kanäle, überwiegend von Herstellern und die bespielen wir, die betreuen wir und auch Content erstellen wir für diese Kanäle. Das sind so, glaube ich, die großen Sachen. Es gibt dann hier und da noch mal kleinere Sachen, aber das alles zusammen macht es zu mehr als einem Fulltime-Job für zwei Personen und das ermöglicht aber auch, dass wir zwei dann nur noch das machen können, aber auch keine Sekunde Zeit hätten, etwas anderes zu machen. Was bedeutet Counten? Viele Einsteiger fragen nach dem Begriff Counten, der das Zählen gefahrener Achterbahn Credits beschreibt. Und das ist ja quasi auch schon die Antwort. Also Counten ist ja so ein Subding in dieser Achterbahnszene. Habe ich auch mal ein eigenes Video zu gemacht. Wenn ich das finde, verlinke ich das in der Infocard. Also man zählt jede Achterbahn, die man gefahren ist. Jede Achterbahn ist ein Credit und es ist nur einmal fahren. Also wenn ihr ins Phantasialand geht und ihr fahrt einmal Taron, habt ihr CC plus 1. Fahrt ihr zweimal Taron, habt ihr CC plus 1. Fahrt ihr 100 mal Taron, habt ihr CC plus 1. Fahrt ihr 100 mal Taron und einmal Reik, habt ihr CC plus 2. Fahrt ihr 500 mal Taron, 300 Millionen mal Reik und einmal Black Mamba, habt ihr CC plus 3. Ich glaube, das ist dann nachzuvollziehen. Dazu gibt es dann noch verschiedenste Grauzonen und ähnliches. Und es gibt Leute, die mögen das nicht und das muss man auch gar nicht machen. Und es ist vor allen Dingen kein Wettbewerb. Aber es ist ja ein bisschen witzig, macht ein bisschen Spaß. Jäger und Sammler, wir sind alle irgendwie so ein bisschen noch in der Höhle hängen geblieben.
Und für uns persönlich bringt es einen an Orte, wo man niemals so hinfahren würde und wo so auch keine Touristen hinfahren. Und man sieht Dinge von der Welt und lernt Leute kennen, die man nicht kennenlernen würde. Und ja, das ist einfach das Coole, das Spannende. Und das seht ihr in unseren ganzen Tour-Vlogs, wenn wir wieder zu irgendeinem Rumpelpark mit irgendeiner kleinen Kinderachterbahn fahren, was drumherum alles passiert, was man alles sieht. Und das beschreibt, warum das cool ist und Spaß macht. Und wenn einer das nicht mag und es keinen Spaß macht, ist das auch nicht schlimm und ist es nicht verpflichtend. Wie intensiv ist eine bestimmte Fahrt? In den eigentlichen Reviews steht oft die Frage nach der Intensität, Übelkeitsgefahr oder der Qualität der Thematisierung im Vordergrund. Ich glaube, das sind Punkte, die wir eigentlich immer dann mit aufgreifen. Intensität ist auch, wenn man nicht einfach die G-Kräfte nimmt, die angegeben sind, die alle irgendwo in einer mehr oder weniger gleichen Range unterwegs sind. Subjektiv, nicht nur eigenes Befinden, sondern auch eigener Zustand gerade. Bin ich fit und ausgeschlafen oder bin ich komplett gerädert und hatte die letzten Wochen nur Stress? Und wie ist gerade das Temperaturlevel und in welchem Status ist gerade die Bahn, die ich fahre und so weiter. Übelkeitsgefahr ist meiner Meinung nach auf Achterbahn eher weniger gegeben, weil du ja gar nicht diese immer wiederkehrenden Drehbewegungen hast, von denen einem ja irgendwie schlecht wird. Wichtig ist, dass ihr, bevor ihr in einen Park fahrt, bevor ihr Achterbahn fahrt, ihr müsst frühstücken. Auf nüchternen Magen Achterbahn fahren, ja, dann wird dir übel. Aber wenn du auf nüchternen Magen morgens zum Blutabnehmen gehst, wird dir auch irgendwann übel. Versteht ihr, was ich meine? Also du musst schon deinen Kreislauf erstmal in Schwung bringen, bevor du den dann wirklich diesen Strapazen aussetzen kannst. Weil keine Frage, so eine Achterbahnfahrt ist für den Körper Stress. Und deswegen machen wir das, weil das macht ja dann Spaß, weil nach dem Stress der Körper irgendwelche Endorphine ausschüttet und wir dann davon berauscht sind und das Spaß macht. Also von daher ist das auch so ein Ding und Thematisierung, da reden wir auf jeden Fall immer drüber. Passe ich in die Achterbahn? Ein sehr gefragtes Thema ist die Passgenauigkeit der Rückhaltesysteme für unterschiedliche Körpertypen. Das ist unglaublich schön formuliert, um das mal stumpf zu übersetzen. Bin ich zu fett für eine Bahn oder nicht? Und auch diese Frage kann dir niemand, wirklich niemand pauschal beantworten. Vor allem nicht, wenn ihr uns Nachrichten schreibt mit einem Kiloangabe, die ihr habt, noch viel weniger. Es kommt bei euch auf die Verteilung an, es kommt auf die Bahn an und auf so viele Faktoren. Auch hierzu habe ich ein eigenes Video gemacht und nutzt den Testsitz. Toi, 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 aber durch Abmessen von euch selbst, Kilos aufschreiben und das uns zuschicken, das funktioniert nicht. Oder mit Vergleichen, ja, ich sehe genauso aus wie du. Du hast mich vielleicht noch nicht live gesehen, ich weiß nicht, ob ich genauso aussehe wie du. Und das kommt meistens nicht hin und so weiter und so fort. Also das ist halt, das kann man leider nicht pauschal beantworten. Warum gibt es Zweit- oder Drittkanäle? Zuschauer fragen oft nach der Struktur, etwa warum Material auf Kanälen wie RideView, OnRides oder Vlogs ausgelagert wird. Also RideView, absoluter Main Channel, und wir haben Vlogs, Reviews, News, OnRides, Reportagen, weiß ich nicht was alles, solche Sachen hier. RideView ist der Zweitkanal von mir und die On-Ride-Videos, wo ich sage, ey, die sind auch nicht diese Zweitverwertung für morgens, für den Tag nach einem On-Ride-Video, die lade ich da hoch. Impression-Videos, wenn jemand sehen will, hier, das sind die Aufnahmen, die geschnitten in den Vlogs sind, da habt ihr sie ungeschnitten nochmal. Und ich weiß nicht, wie viele Wacky Worms oder SBF Visa Spinning Coaster als On-Ride auf dem Kanal stattfinden müssen. Also am Ende des Tages interessiert das wirklich gar keinen mehr. Und die lade ich dann auf RideView hoch. Unregelmäßig, mal regelmäßiger, mal mehr, mal weniger. Und ja, das ist der Grund, warum es dann RideView als Zweitkanal gibt. Es gibt auch noch einen Drittkanal, wo ein bisschen so normales Zeug ist, was irgendwie keiner braucht. Aber es trotzdem irgendwie archiviert werden soll. Und ein paar Sachen davon sind halt öffentlich, weil es dann doch vielleicht für den einen oder anderen interessant sein könnte. Welches Equipment nutzt ihr für die Aufnahmen? Frage zu Kameras und Mikrofoneinstellungen, besonders bei On-Ride-Aufnahmen. Da sind wir aktuell sehr, 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 sehr zufrieden mit den Produkten von DJI. Sei es eine Osmo Pocket 3 oder der Osmo Action 6 und der DJI Mini Pro 4, irgendwie so in dem Bereich mit den kleinen DJI-Mikrofonen, also den größten DJI-Mikrofonen quasi. Genau, das ist wirklich
kleines Besteck, was ein sehr gutes Ergebnis liefert für das, was wir so daily machen, für so Erzählgeschichten, ja, vor allem für Vlogs, für die eine oder andere normale Produktion auch, aber wenn wir größere Sachen haben, größere Produktion, dann ist auch eine Sony FX3 dabei mit unzähligen verschiedenen Objektiven und anderem Krempel, aber dann ziehst du halt in einem Park, wo du unterwegs bist und dann sowas drehst, auch einen Bollerwagen mit dir mit, wo das ganze Zeug drin ist. Es ist wirklich, am Ende des Tages ist es wirklich egal, was ihr benutzt. Hauptsache, ihr habt eure eigenen Ideen, ihr habt Bock, ihr habt Spirit und ihr macht das, weil ihr es machen wollt. Diesen Kanal haben wir damals nicht gestartet oder dieses Thema, um das irgendwann zu professionalisieren, um davon zu leben. Das war keine Idee, kein Gedanke. Das war Quatsch, war das. Also man ist ja gar nicht, das war noch nicht mal Quatsch, weil man gar nicht drauf gekommen ist, dass man sowas machen könnte, sondern wir haben es einfach aus Bock gemacht und dann hat sich das entwickelt. Und wenn ihr irgendwas macht, weil ihr da Bock drauf habt, dann kann daraus was Großes werden. Dann kann es auch sein, dass ihr früher als Idiot im LKW gesessen habt, in eine Schrottkamera gesammelt habt und gesagt habt, ich werde niemals in die USA kommen, weil ich das einfach nicht schaffe. Ich kann das nicht, finanziell und überhaupt mäßig. Und wenn ihr dann einfach daran bleibt, das zu machen, was ihr liebt, ob das jetzt finanziell sich lohnt oder nicht, sondern einfach nur macht, was ihr liebt und eure nicht viele Zeit, die ihr habt auf der Welt, nutzt für was Cooles und euch mit coolen, schönen Sachen beschäftigt und da eure Zeit rein investiert, dann kommt alles am Ende des Tages zurück. Und glaubt mir, fang lieber heute damit an als morgen, weil es kann morgen schon alles vorbei sein. Wie weit reist ihr für eure Berichte? Die Berichterstattung erstreckt sich weltweit von der Westküste der USA bis nach Taiwan. Sogar viel weiter noch inzwischen. Wir haben es ja auch bis nach Australien geschafft und Japan, China, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Europa, fast komplett, den ganzen Balkan sind wir schon abgefahren, USA, Kanada auch mit dabei. Es fehlt für uns super viel noch. Wenn ihr euch da so einen Überblick verschaffen wollt, es gibt seit 1 Milliarde Jahren, also ich glaube, das war auch kurz nach der Gründung des Kanals schon, die Ride Review Maps Karte, in der Videobeschreibung auch verlinkt. Das ist eine Google Maps Karte. Zu den meisten Pins, die ihr da seht, ist auch direkt das passende Video verlinkt. Da muss ich auf jeden Fall noch mal viel Zeit drin investieren, um das ein bisschen nachzuarbeiten. Aber da sind alle Parks beziehungsweise auch Alpine Coaster und ähnliches markiert, wo wir waren und dazu findet ihr dann auch die Videos und dann seht ihr, was wir da so alles schon getrieben haben, von der Westküste der USA bis nach Australien inzwischen. Und ja, das waren so die 10 meistgestellten Fragen, die Gemini mir jetzt ausgespuckt hat über Ride Review. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, lasst es uns gerne wissen. Dann beantworten wir die das diesmal auch hier auf der Redecouch. Keine Ahnung, hat sich irgendwie gerade eben so ergeben. Und dann quatschen wir da noch mal drüber und klären euch da so ein bisschen auf, was bei uns Phase ist. Und ansonsten vielen Dank, dass ihr eure Aufmerksamkeit und eure Zeit uns jetzt hier geschenkt habt. Und euch einen wunderbaren Tag. Und morgen um 18 Uhr sehen wir uns zum neuen Video wieder hier auf dem Ride Review YouTube-Kanal.